Hallo und herzlich willkommen im Podcast über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in der Stadt, die es nicht gibt, also in Bielefeld, im tiefsten NRW. In meinem Podcast geht es, wie ihr wisst, beziehungsweise wenn ihr nicht zum ersten Mal eingeschaltet habt, ums Stricken und Wolle und alles, was dazu gehört. Und meine strickigen Abenteuer, wie ich jetzt seit ein paar Folgen zu sagen pflege. Und ja, also wenn ihr euch für dieses Thema interessiert, bleibt gerne dran, abonniert, meldet euch bei mir. Also unten in der Beschreibung steht alles Mögliche, wie man sich bei mir melden kann. Und ich freue mich auf jeden Kommentar, auf jedes Abonnement und begrüße ganz herzlich auch die neuen Abonnentinnen und Abonnenten, vorwiegend wahrscheinlich Abonnentinnen. Ich freue mich sehr, dass ihr dazugekommen seid. Wir klettern weiter nach oben ein bisschen zu der Marke von 2000 Abonnentinnen. Und dann gibt es ja eine Verlosung. Ich habe mich auch entschieden mittlerweile, was verlost wird. Das wird ein Knäuel Sockenwolle werden. Welche genau, sage ich noch nicht, beziehungsweise zeige ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall eine schöne Wolle, wie ich denke. Ja, mehr sage ich dazu nicht. Also wir sind auch noch nicht bei 2000. Und das Thema heute, wir bleiben weiter in der Serie Frühjahrsputz in Wollregalen oder in Strickprojekten und so weiter. Ich habe ja in meiner letzten Folge, das müsste 53 oder 54 sein, irgendwie komme ich so durcheinander mit der Anzahl der Folgen gerade. Da habe ich ja angefangen, eine Inventur meiner offenen, sage ich mal, Strickprojekte zu machen. Ich habe auch auf Ravelry einen Ordner erstellt, also unter meinen Projekten auf Ravelry gibt es so eine Registerkarte oder so einen Ordner, der heißt Frühjahrsputz Kall und da drin liegen 37 offene Projekte. Mittlerweile müssten es 36 sein, es sei denn, ich habe ein anderes eingefügt, was ich vorher nicht gesehen hatte oder so. Wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall habe ich erfreulicherweise also zwischen der letzten Aufnahme und dieser Aufnahme, ein Projekt fertiggestellt, von denen, die ich dir letztes Mal gezeigt habe, und an einem ganz intensiv weitergestrickt. Das zeige ich gleich. Und dann spreche ich noch über den Kahl, also die Bedingungen. Ich habe mich weiter damit auseinandergesetzt. Noch nicht entschieden, wo genau wir den Kahl austragen werden, aber ihr könnt euch schon mal vorbereiten. Apropos 37, ja, eure Reaktionen in den Kommentaren unter meiner letzten Folge haben eindeutig gezeigt, dass ihr mit mir einer Meinung seid, was meine Misere angeht in Bezug auf die Anzahl der offenen Projekte. Es war ganz eindeutig, dass ich alle Rekorde gebrochen habe, zumindest von denjenigen, die sich zu Wort gemeldet haben, wenn es weitere Schwestern oder Brüder im Geiste gibt, die ähnlich viele offene Projekte haben. Meldet euch bitte in den Kommentaren oder direkt. Ich bin doch nicht alleine mit dieser Anzahl von Projekten, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. So oder so habe ich ja entschieden, dass diese Anzahl im Laufe des Jahres 2024, in dem wir uns gerade befinden, deutlich reduziert werden muss, optimalerweise unter 10 oder maximal 10 laufende Projekte. Und ich arbeite intensivst dran, ja. Und um das zu beweisen, zeige ich, was ich seit der letzten Aufnahme fertiggestellt habe. Das ist nämlich dieser schöne Kinderpullover. Das ist der Kelly Pullover oder Kelly Sweater von Sandnes Garn. Das ist noch ein bisschen feucht, das liegt ruhig im Wohnzimmer und trocknet. Naja gut, das ist jetzt nur ein bisschen feucht. Man sieht ja, das ist zwar noch
ein bisschen schwerer, als es sein sollte, aber das ist nicht mehr, ja, nicht mehr ganz feucht. Und der Pullover wird jetzt nach der Aufnahme auf die Heizung, auf ein Tuch auf die Heizung wandern, damit er in ein paar Stunden auch schon fertig ist und angezogen werden kann. Der Pullover sieht, also ich habe ja in der letzten Folge intensiv oder halt mehr über den Pullover erzählt, deswegen mache ich es nicht. Worauf ich nur hinweisen möchte, ist, also hier sieht es ja so aus, als hätte der Pullover am Rücken einen höheren Rücken bzw. Nacken geformt bekommen. Das hat er nicht. Der Pullover wird ja von unten nach oben gestrickt, hier mit einer ganz einfachen Raglan-Konstruktion und einfach nur abgeschlossen quasi oben, ohne irgendwelche verkürzten Reihen, um den Rücken zu formen. Aber beim Waschen von solchen Teilen mache ich das immer so, dass ich ja quasi so ein bisschen den Rücken länger ziehe als den Vorderteil. Und das, ja, am Anfang funktioniert es ganz gut. Wenn man das Strickstück trägt, dann, ja, wie heißt das, synchronisiert sich, sage ich mal, die Länge des Rückens und des Vorderteils und dann merkt man es nicht mehr. Aber beim Kind finde ich das nicht so gravierend, das ohne verkürzte Reihen zu machen. Bei mir, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal so Stehkragen-Pullover ohne verkürzte Reihen getragen habe. Ich stricke gerade welche, aber ich habe sie noch nicht fertig und deswegen kann ich noch nicht so gut beurteilen, wie gut sie sitzen oder ob sie sich dann quasi von alleine ausdehnen. Und ich möchte also quasi ein offenes Fragezeichen aus meinem Kopf mitteilen. Und zwar frage ich mich Folgendes immer bei Pulloverkonstruktionen. Bei Frauen ist das meistens ja nun mal so, dass wir vorne halt noch so einen Vorbau haben. Und dadurch muss man ja eigentlich vorne, also der Vorderteil eines Pullovers oder eines Oberteils muss ja eigentlich länger sein als der Rückenteil oder zumindest gleich. Ja? Nur müsste am Rücken quasi am Nacken mehr Stoff sein, damit der Nacken besser abgedeckt ist. Und vorne muss halt hier mehr Stoff sein, damit der Busen abgedeckt ist. Und das wird ja, also das mit dem Busen zumindest, wird in den typischen Strickkonstruktionen eigentlich nicht berücksichtigt. Ja, also da muss ich noch dahinter kommen, was und wie ich mache, weil ich habe natürlich wirklich das regelmäßige Problem, dadurch, dass ich hier relativ viel habe, dass ja, die Teile halt nicht so gut sitzen und am Rücken ausbeulen, weil ich am Rücken einfach meistens zu viel Stoff habe, wenn ich jetzt nicht gerade tailliert stricke, was ich sehr ungern mache, weil man dann wirklich immer darauf achten muss, wie und wo, und das ist immer sehr individuell. Ja, gut, so ist das. Intensiv habe ich an einem weiteren Pullover weitergestrickt, also an einem anderen Pullover weitergestrickt. Nachdem ich fertig war mit dem Pullover für meine Tochter, habe ich da irgendwas Wichtiges vergessen? Tut mir leid, ich war gerade abgelenkt durch mich selbst, weil ich noch ja, so ein bisschen erkältet bin und musste hier so ein bisschen nachbessern an meiner Nase. Ich habe ja aus diesem Magazin gestrickt, ja, von Sandnes Garn. Das ist das Magazin 2212, also aus dem Jahr 22. Was habe ich hier? Genau, das ist mein Kelly Pullover. Ich muss mal schauen, ob ich das nochmal finde, um euch das nochmal zu zeigen in Farbe. So, man sieht das nicht so gut. Ja, doch, man sieht das gut, glaube ich, mittlerweile. Ja, also ich fand den Pullover sehr schön. Und es gibt einen ähnlichen Pullover für Frauen, also hier in einer anderen Farbe gezeigt. Und der wird für Frauen, also für Erwachsene, mit einem Schlitz gearbeitet. Den gibt es hier auch für Männer. Zum Beispiel das hier. Auch wieder ein bisschen schwerer zu sehen, weil dunkel. Also im Prinzip ist dieses halbe Magazin diesem Pullover gewidmet, und den gibt es für Frauen in 2 unterschiedlichen Maschenproben, soweit ich mich erinnern kann, weil das war auch mit ausschlaggebend, dieser Frauenpullover und Kinderpullover waren ausschlaggebend, warum ich diese Zeitschrift erworben habe. Und
Ich möchte auf jeden Fall den den Frauenpullover für mich stricken. Was ich noch spannend finde und vielleicht irgendwie mache, ist das hier. Das ist, steht hier irgendwo der Name des Modells. Zoe Zipper Hals. Ja, Zoe Zipper würde ich sagen. Ja, normalerweise mag ich so Reißverschlusskonstruktionen am Hals nicht so gerne. Aber das kann halt unter Umständen sehr bequem werden. Von daher kann es sein, dass ich sowas mal mache. Ich glaube, gibt es nicht den Zipper Pullover auch noch? Also es gibt hier noch andere Strickstücke, die sehr schön sind. Zum Beispiel gibt es noch so einen Pullover, der auch hier beim Kind, das wollte ich eigentlich auch machen. Vielleicht mache ich das noch, vielleicht nächstes Jahr oder aus einem sommerlicheren Garn. Den gibt es auch für Erwachsene. Genau, der war auch sehr toll, den möchte ich auch stricken. Und das ist sowas, für Jungs gibt es den auch übrigens. Also es gibt nicht nur für Mädchen, sondern auch für Jungs und Männer. Und, und für Frauen, genau. Den möchte ich für mich auch machen. Vielleicht nicht ganz so oversized, wie er hier gestrickt ist, weil der ist nämlich hier richtig oversized gestrickt. Ja, genau. Und dann gibt es hier diesen Zipper-Pullover, auch für Frauen oder halt, wahrscheinlich ist er Unisex. Das sind ja eigentlich so, die letzten beiden sind alles Modelle, die auch ähnlich Petit Knit hat. Keine Ahnung, wer als erster da war, aber das finde ich in Ordnung, dass unterschiedliche Designer ähnlich aussehende Strickstücke designen oder entwerfen, solange sie also das bei dem anderen nicht klauen, finde ich das unvermeidlich eigentlich. Ja, es gibt ja immer wieder so ein bisschen Stress oder ja, so Bemerkungen, entweder von Strickerinnen oder von Designerinnen, dass eine Konstruktion halt einfach nachgemacht wird. Es ist trotzdem Arbeit. Es ist, ja, je nachdem halt, wie viel man nachmacht, finde ich, da ist der Anteil der Eigenschöpfung trotzdem sehr hoch. Und wie gesagt, solange man wirklich von dem anderen nicht abschreibt, sondern alles selber errechnet, erstrickt, ja, sich überlegt, welches Muster und wie zusammengelegt und bei den Zunahmen und bei Abnahmen, wie man dieses Muster umsetzt und so. Ich finde, das ist einiges an Eigenleistung. Aber die Zeitschrift ist auf jeden Fall aus meiner Perspektive empfehlenswert. So, und bei diesem Pullover nochmal ein abschließendes Wort dazu, bevor wir zur Inventur, ja, zu einem Projekt, das ich weitergestrickt habe und dann in Inventur kommen. Ich habe alles genauso gemacht, wie für ein 8-jähriges Mädchen hier angegeben ist. Ich habe genau die Anzahl von Garnen oder Menge an Garnen gekauft. Das waren 3 Knäuel, 50 Gramm von Tin Pergünd und 3 Knäuel von Alpaka Vollgedraht. Und ich habe jeweils 2,5 gebraucht. Ja, von daher, also wenn ihr, und naja, für meine Tochter passt der Pullover für dieses Jahr gut. Ich kann mir vorstellen, dass sie in einem Jahr diesen Pullover nicht mehr gut tragen kann, weil er zu kurz wird, also an den Armen zu kurz wird. In die Breite, sie ist recht schmal und wird wahrscheinlich auch sehr groß sein, also hoch sein. So ist das. So, das zweite Projekt, an dem ich seit der letzten Folge gut gestrickt habe, ist, naja, schlecht zu sehen. Das ist, wo ist denn hier? Das ist dieses Projekt hier. Und natürlich habe ich hier die Beschreibung nicht, also die Anleitung. Ach nee. Wie komme ich jetzt drauf? Das ist diese norwegische Anleitung, Langama Melom Troja. Das ist dieser einfache Holzfäller-Pullover, sage ich mal, ja, den ich aus Pure von Madame Benoit stricke. Und also als ich letztes Mal gezeigt habe, war ich ungefähr so weit, also irgendwo hier. Ich habe also dieses Stück weiter gestrickt. Ich bin noch ungefähr 4 oder 3 Raglan-Zunahmen entfernt von der Abtrennung der Ärmel. Und das ist im Moment mein intensivstes Projekt.
So, also. Und an dieser Stelle wollte ich ein paar Worte dazu sagen, naja, was meine Reflexion so hergibt darüber, wie ich mich dazu bewege, diese 37 Projekte zu beenden. Entweder zu Ende zu stricken oder zu ribbeln. So, ich habe mir was notiert dazu. Was motiviert mich, UFOs fertigzustellen? Ja, ich wollte das mit euch teilen, für den Fall, dass ihr für euch weiß ich nicht, nach Wegen sucht, wie ihr euch dazu motivieren könnt, Projekte fertigzustellen. So, das Anspornen von außen. Also ihr motiviert mich total, an diesem Haufen, also der Haufen liegt hier links neben mir, an diesem Haufen weiterzuarbeiten, und zwar wirklich viel, viel fokussierter als vorher. Dadurch, dass ich darüber berichte, das kennt ihr bestimmt auch, entsteht so eine andere Art von Druck, also irgendwie ein positiver Druck, der mich, wie gesagt, dazu total motiviert, mich hinzusetzen und einfach weiter zu stricken. Noch nicht an allen Projekten, geht ja auch nicht gleichzeitig, aber an diesen zumindest. So, 2 Projekte mit der kürzesten Strecke bis zur Zielgeraden auswählen. Also sprich, ich habe mir, also wenn zum Beispiel sowas wie Fäden, nur Fäden vernäht werden oder nur ein Ärmel noch zu Ende gestrickt werden soll. Also das hypothetische Versprechen eines baldigen Erfolgs, das ist, glaube ich, für viele eine gute Motivation. Also aus einem großen Haufen schnappe ich manchmal das Projekt, wo ich am wenigsten noch zu Ende machen muss, wenn das jetzt nicht total umständlich ist, wie zum Beispiel Maschenstich oder sowas. Dann kann ich halt so ein Projekt schnappen und das fertigstellen. Dann mit anderen zusammenstricken. Ja, also das kennt ihr bestimmt auch. Gerade langweilige Sachen, glatt rechts oder sowas oder nur Rippenmuster oder so. Das kann man wunderbar in Online-Stricktreffs oder in echten Stricktreffs machen. Apropos Online-Stricktreffs, also der Tag, an dem ich aufnehme, soll der erste, also an diesem Tag, heute Abend, soll der erste Online-Stricktreff also mit mir und meinen Patreon-Mitgliedern stattfinden oder Patreon-Abonnentinnen, was mich sehr, sehr freut. Ich bin mittlerweile, glaube ich, so über das Gröbste meiner Erkältung hinaus und freue mich sehr auf heute Abend, wo wir uns zum ersten Mal persönlich so zu Gesicht bekommen. Wir haben natürlich schon viel miteinander kommuniziert, oder mit den einen viel, mit den anderen weniger. Und ich hoffe, dass wir heute Abend uns auch schön austauschen können und zusammen stricken können. Und ja, da werde ich wahrscheinlich dann an meinem Velum-Troja oder wie das Ding heißt, weiter stricken oder was ähnlich Einfachem. So, dann, was sich bei mir auch noch gut bewährt, ist sehr spannende Filme oder Serien, die man gerne guckt, mit etwas Langweiligem zu kombinieren, also ein ganz langweiliges Projekt reinmogeln oder reinschmuggeln, wo man nur glatt rechts und in Runden stricken muss. Ja, das ist manchmal spannend oder manchmal schön und manchmal ist das unerträglich. Und sowas kann man wunderbar, glaube ich, bei sehr spannenden Filmen stricken, weil dann erstens macht man weniger oder keine Fehler. Zweitens hat man sich selber ausgetrickst. Dann etwas zu einem Anlass oder einer Deadline fertigstellen. Das ist natürlich also ein purer externer Druck, aber je nachdem für wen und was, lässt er sich gut mit dem Hobby vereinbaren. Da wäre ein Beispiel, ich habe ja auch in meinem Vlogmas gezeigt, dass ich 4 gleiche Mützen für die Familie meines Bruders gestrickt habe, also für seine beiden Töchter und für ihn und seine Frau. Hallo, falls jemand von euch gucken sollte, also ich vermute mal, die einzige, die gucken könnte, wäre seine Frau. Hi, weil sie auch strickt. Und ja, also das war die erste Mütze habe ich innerhalb von 2 Tagen fertig bekommen, die zweite hat sich hingezogen, die dritte ging wieder relativ schnell und die vierte, da habe ich mich rumgequält mit der Auswahl von Garn. Aber ich wusste, ich muss bis zum 29. Dezember alle 4 Mützen fertig haben, gewaschen, getrocknet, vorbereitet, weil sie das Geschenk werden sollten für die Familie meines Bruders oder eins der Geschenke. Und das habe ich geschafft, ja. Das war also ein Druck, aber ein gut erträglicher Druck. So,
Dann, was mich noch motiviert, ist die Aussicht des Erreichens eines ideellen Wertes. Das betrifft zum Beispiel meinen Desperate Housewife Cardigan den ich während meines Vlogmas gestrickt habe. Ich habe natürlich eine Verbindung aufgebaut zu diesem Strickstück und ja, immer wieder motiviert mich das, an den gestreiften Ärmeln zu stricken. Und ich sage das mit so einem, ja, mit so einem, weiß ich nicht, mit so einer anderen Stimme, weil Ärmelstricken erstens ist entweder langweilig oder doof für viele von uns. Und bei diesen Ärmeln ist das ja so, dass sie genau die gleichen Streifen haben sollen wie der Körper. Und die Streifen sind sehr häufig, sind keine Blockstreifen, sondern das sind mal 2 Runden, dann 10 Runden, 2 Runden, 10 Runden, 2 Runden, 10 Runden. Und das ist bei einem kleinen Umfang und da sind immer unterschiedliche Garne. Also nur diese 2 Runden, das ist immer derselbe Garn und dann verändert sich das Garn immer. Ja? Das heißt, ich habe eine enorme Anzahl von Fäden zu vernähen oder während des Prozesses oder halt danach. Das ist jetzt auch nichts, was mich dazu motiviert, das weiterzumachen. Aber die Vorstellung, dass ich diesen Cardigan, den ich mit euch zusammen während meines Vlogmas gestrickt habe, dass ich ihn irgendwann trage, und er sieht ja auch cool aus, die motiviert mich trotzdem, das da weiterzumachen. So, und dann habe ich noch den letzten Punkt notiert, Hyperfokus auf das ausgewählte Strickstück. Das hat zum Beispiel funktioniert mit diesem Pullover für meine Tochter. Ja, also dadurch, dass ich darüber gesprochen habe, dachte ich, ja, muss mich irgendwie dran machen, also an die Sache machen. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Pullover weiterzumachen. Und das war wie so ein Hyperfokus, also so eine ganz starke Konzentration auf eine Sache. Und ich habe den Pullover überall mit mir herumgeschleppt und den halt wirklich innerhalb von, weiß nicht, 3 Tagen, glaube ich, dann am Ende fertiggestellt. Ja, genau. Und nun ganz kurz zu dem Plan, was zuerst meinen Frühjahrsputz angeht. Und zum Kahl werde ich, wie gesagt, alle Informationen, sobald die Entscheidung getroffen ist, irgendwie präsentieren, sodass ihr sie auch bekommt. So, ich werde so vorgehen. Ich werde ja zuerst die Inventur machen aller meiner offenen Strickprojekte, dabei entscheiden, was ich ribbele und was ich weitermache. Dann werde ich die Projekte nach Monaten aufteilen und mir für jeden Monat des aktuellen Jahres ein Ziel setzen, welche 3 Projekte ich fertigstellen möchte in dem jeweiligen Monat. Und ich darf erst was Neues anschlagen, wenn alle 3 Projekte fertiggestellt worden sind in diesem Monat. Das heißt, ich bin total motiviert, in einem Monat meine Projekte, am Anfang des Monats zum Beispiel, fertig zu bekommen, damit ich endlich was Neues anschlagen darf. Ich hoffe, ich kann mich so weit disziplinieren. Ich nehme auch keine Teststricks im Moment an. Also ich teste ja schon mal gerne für andere Designerinnen. Das mache ich jetzt aber seit Dezember nicht mehr, weil ich so langsam stieg der Druck durch die eigenen Projekte so weit, dass ich dachte, nee, das ist nur noch mehr Druck. Genau, und ich kann das natürlich, also deswegen habe ich gesagt, ich werde für den Karl mir noch überlegen, wie ich das so umsetzen kann. Das Ziel ist im Prinzip, dass wir alle unsere UFOs oder halt einfach aktuelle Projekte zu Ende stricken und erst dann was Neues anschlagen. Aber ich kann euch das jetzt nicht aufbürden oder euch als Bedingung anbieten. Das ist ja irgendwie, erstens habt ihr nicht so viele Projekte alle, es sei denn, es gibt wie gesagt Schwestern im Geiste oder Brüder im Geiste. Wenn es so ist, bitte schreibt drunter, dass ihr auch da seid, dass ich nicht die Einzige bin, die so viele hat. Ja, irgendwie rede ich um den heißen Brei herum. Ich werde mir Gedanken machen, das Ganze notieren und auf Instagram und hier irgendwie präsentieren und dann, ich habe schon, wir machen es folgendermaßen.
diejenigen von euch, die den Eindruck haben, sie haben zu viele oder sie haben ein paar, also ihr habt ein paar offene Projekte oder UFOs seit langer Zeit und ja, quält euch damit rum und wollt die nicht ribbeln oder wollt ihr die vielleicht ribbeln und ja, macht es trotzdem nicht. Ihr könnt auf Instagram auf jeden Fall schon den Tag nutzen oder das Tag. Also ich schreibe es hier auch, Frühjahrsputz Karl von Ilona. Frühjahrsputz Karl einfach so war schon belegt, aber Frühjahrsputz Karl von Ilona war natürlich noch nicht belegt. Ich habe schon angefangen, da Sachen drunter zu legen, also könnt ihr euch schon anschließen und zeigen, was eure UFOs sind, die ja eine Herausforderung für euch darstellt. Gerne auch was zu eurer Inventur zeigen, teilen, ja, also wie ihr die Inventur durchführt. Was mir sehr hilft, ist natürlich eine Übersicht auf Ravelry oder eine Übersicht in einem Strickjournal oder sowas, wird das natürlich auch tun. Ja, also zeigt mir gerne eure Methoden oder schreibt hier auch drunter, wenn ihr auf Instagram nichts teilen wollt oder nicht, also dort keinen Account habt, schreibt hier drunter, wie verfolgt ihr eure Projekte. Das müssen nicht 37 sein, die offen sind, sondern einfach nur, also wie ja, inventarisiert, wie dokumentiert ihr, was ihr strickt. Das würde mich auch interessieren. So, und jetzt merke ich, es sind schon wieder 26 Minuten vergangen. Ich muss auf jeden Fall unter einer Stunde bleiben oder am besten unter 45 Minuten. Also zeige ich die restliche Zeit jetzt einfach mal die Projekte, die ich offen habe. So, hier haben wir einen kleinen schönen Pullover, der in diesem Stadium seit über einem Jahr liegt. Ja, ich habe ihn angefangen, recht schnell weitergemacht. Und der geht aber schon, also wie gesagt, oder man sieht es ja fast die ganze Zeit glatt rechts. Ich zeige auch, was das für einer ist, bevor ich weiter darüber spreche. Es ist ein sehr schöner Pullover, wie es ja bei den meisten Sachen so ist, die man so gerne strickt. Und zwar sieht er so aus. Ja, was man nicht so gut erkennen kann auf dem Bild, ist, dass hier so eine Art Rippenmuster sich ausbreitet bis zu dem Bündchen. Und bei diesem Rippenmuster bin ich gerade, also ja, das ist Autumn Gold von Vera Velimäki oder Velimäki. Hier sehen wir das. Wie gesagt, ein sehr schöner, einfacher Pullover, Rundpassenkonstruktion, die sehr schön sitzt, glaube ich. Und ich bin hier angekommen, relativ am Anfang dieses, das ist Halbpatent, meine ich. Oder nicht? Das ist Halbpatent? Nee, das ist einfach nur, nee, das ist kein Halbpatent, das ist einfach nur 1x1 Rippenmuster. Ja, und ich bin hier angekommen und man muss halt so ein bisschen ja, mitdenken in jeder Reihe oder in jeder Runde. Ja, und da bin ich gescheitert. Außerdem gefällt mir die Farbe weniger, als ich gedacht habe, wobei sie passt sehr gut zu meiner Umgebung und zu mir, glaube ich. Es ist halt eine sehr neutrale Farbe. Also die Garne, die ich verwende, sind einmal diese Krone von Holst Holst Garn. Und das ist Tides, 70% Wolle und 30% Seide. Die Farbe sah auf der Internetseite, also gefiel mir besser als hier. Das mag der Grund sein, warum ich nicht so gerne an diesem Pullover stricke. Die ist irgendwie so beige altrosé oder irgendwie, keine Ahnung. Ist schwer zu zeigen, weil meine Beleuchtung natürlich eine Katastrophe ist. Aber das ist, glaube ich, eine gute Wiedergabe der Farbe. Und das zweite Garn, also ich stricke zusammen mit einem Seidenmohair. Das ist dieses hier, Berocco Aerial. Und da sind 65% Mohair, 35% Seide. Aber das ist ja relativ viel Seide für für so ein Seidenmohair. Aber irgendwie ist das ein bisschen kratzig. Ja, ich mag ja Seidenmohair. Als Beilaufgarn nutze ich immer Seidenmohair und nicht zum Beispiel Brushed Alpaca oder sowas. Oder Baby Alpaca oder was auch immer in diese Richtung. Aber irgendwie
fühlt sich das so ein bisschen kratzig an. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe nicht mehr viel. Ich wollte eigentlich diesen Pullover heute zeigen, weil ich sagen wollte, ich werde den ribbeln. Aber ich sehe, ich werde den nicht ribbeln. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ich werde den behalten und zu Ende stricken, weil er schön ist. Ich glaube, ich werde den relativ kurz machen. Also ich habe eigentlich nicht mehr viel, so dass ich ihn gut über meine Leinenkleider tragen kann, die hier an der Tür hängen. Ich sitze hier auf dem Boden in meinem Schlafzimmer und ja, da hängen meine Leinenkleider, die auch so eine etwas höhere Taille haben. Und ja, man könnte gut diesen Pullover drüber tragen. Okay, entschieden, ich behalte den und stricke den zu Ende. So, hier wird ein bisschen gerauscht jetzt, weil natürlich ist alles völlig mottensicher eingepackt gewesen, weil irgendwann ist mir aufgefallen, ich stricke nicht mehr an dem. Aber wie gesagt, ich werde es machen. Also Pulloverhaufen. Dann mache ich mal schnell. Ja, oh, das ist echt so langsam, manchmal, wenn ich so reingucke in meine Taschensäcke und so weiter, denke ich, meine Güte, Ilona, was soll das? Okay, das ist die nächste First Impression Blouse, bei der ich überhaupt nicht weit gekommen bin. Ich habe ja letztes Mal schon eine andere gezeigt, bei der stimmt, bei der bin ich auch recht weit weitergekommen. Sie hängt auch hier. Die zeige ich jetzt schnell mal. Ich habe euch ja diese hier gezeigt letztes Mal. Da war ich ja noch vor dem Abtrennen der Ärmel. Da habe ich aber intensiv dran gestrickt. Und ich habe mittlerweile die Ärmel abgetrennt und bin ja soweit. Das ist halt einfach so gute Laune Garn, also dieses Seidenmohair. Und das ist auch unglaublich kuschelig. So, ich bin ja also hier. Wie viel habe ich gestrickt? Also hier so ein bisschen. Und bei dieser Version meiner First Impression Blouse oder First Impression Plain vielleicht sogar eher, habe ich wieder vor, ein Kleidchen draus zu machen, beziehungsweise so eine Tunika mit kurzem Arm. Ja, ich habe jetzt das zweite Knäuel von diesem braunen Wolle-Kaschmir-Garn angefangen, ja, gerade erst angefangen. Ich habe noch ein oder zwei, je nachdem, wie viel ich noch brauche für den Desperate Housewife Cardigan. Und ich werde, wenn ich mit dem zweiten durch bin, werde ich gucken, wie lange ich noch brauche, bis ich so ein kurzes Kleidchen quasi habe. Ich stricke jetzt erstmal gerade, also bis hierhin, und dann fange ich an, ein bisschen breiter zu werden, also so eine Art ausgestellten Rock oder Tunika oder was auch immer zu machen. Wenn ich mit dem zweiten Knäuel fertig bin, mache ich die Ärmelchen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich sie mache. Auf jeden Fall nicht lang, also sie bleiben kurz. Ich muss nur überlegen, wie mache ich den Abschluss hier. Ich möchte halt was anderes machen, vielleicht sogar irgendwas mit Mohair, vielleicht auch nicht. Und dann stricke ich halt den restlichen dritten Knäuel, glaube ich, das restliche dritte Knäuel bis zu der Länge oder soweit es geht, es sei denn, es wird mir zu lang. Ja, also ich möchte halt daraus so eine Art Tunika machen wieder. Das ist recht dünn, strickt sich also recht langsam, aber man sieht, ich habe daran gearbeitet. Ja, also war ich sogar noch fleißiger, als ich gedacht habe vorhin. So, und bei dieser First Impression Blouse, also die wollte ich oder möchte ich eigentlich noch auch ohne Lace-Muster machen, mit einem etwas dickeren Garn, als ich in meinen Musterstücken verwendet habe. Das ist dieses Garn. Das ist BFL Fleece Decay, eins meiner Lieblingsgarne. Also Fleece. 100% Blueface Leicester, Natur, 225 Meter auf 100 Gramm von West Yorkshire Spinners. In dieser schönen dunkelgrauen oder Anthrazit, ist das? Nee, also dunkelgrau auf jeden Fall. Farbe, ich habe hier, Ich habe normal angeschlagen. Ich dachte, ich habe italienisch angeschlagen. Dazu sage ich gleich was. Und ich wollte irgendwie so eine Rechts-Links-Struktur hier einbauen in der Rundpasse, aber ich kann mich nicht entscheiden, welche. Deswegen liegt das noch recht am Anfang. Ja, das strickt sich natürlich sehr schnell.
weil ich das auch mit dickeren Nadeln stricke. Ich habe einfach nur die Maße von der nächstkleineren Größe genommen und stricke einfach so und passe das am Körper vielleicht an, wenn es notwendig werden sollte. Aber eigentlich bei so gleichmäßigen Rundpassenzunahmen bleibt es, also ist es eigentlich egal. Wenn man so plus minus eine Größe strickt, dann müsste das noch passen, so mit der Passform. Apropos italienisch anschlagen und abketten. Ja, bei dem Kelly Pullover von Sandnes habe ich italienisch abgekettet. Ja, das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gemacht. Genau, hier war italienisch angeschlagen. Man fängt ja unten an. Auch hier habe ich italienisch angeschlagen. Das sieht irgendwie nicht so toll aus, aber ist okay. So, und dann das Einzige, was quasi noch anders gewesen wäre, was ich zuerst machen wollte, wäre das Halsbündchen. Also habe ich hier auch irgendwie italienisch abgekettet, aber das sieht nicht italienisch aus bei mir. Sieht einfach anders aus als normal. Ja, ich habe, also eigentlich gibt es ja sehr viele Videos, wie man italienisch abkettet, aber irgendwie kam ich nicht klar damit. Ja, also wie gesagt, ich habe nach einem Video abgekettet, aber so richtig cool ist das nicht geworden. So, weiter mit meinen angeschlagenen Projekten. Yay, ich habe ein Projekt zum Ribbeln gefunden. So, ich mache hier oder wollte hier ein Cardigan für meine Tochter machen. Yay, die Nadeln werden frei. Das ist 3,75, sehr gut. Ich brauche auch 3,75. Jo, so, ich wollte hier ein Cardigan für meine Tochter entwerfen. Ja, ich habe italienisch angeschlagen, richtig schön, einmal ein Bündchen gestrickt und währenddessen mir überlegt, was ich daraus mache. Ja, also es ist ein schönes handgefärbtes Garn. Ich gucke gleich mal, ob ich was finde zu diesem Garn. Und ich habe mir so verschiedene Sachen überlegt, was ich machen kann. Na gut, das wird jetzt nicht besonders aussagekräftig sein. Hier Zupfmuster sollte das werden, also ganz viele verschiedene Zupfmuster. Genau, hier liegen so erste Ausarbeitungen und so weiter. Aber irgendwie passte das nicht. Ich habe sogar hier so ein bisschen angefangen mit dem Verzopfen. Hier so ein ganz bisschen sieht man, dass ich angefangen habe mit dem Verzopfen. Aber ich bin nicht weit gekommen. Und das Garn habe ich bei Petra. Also sie ist eigentlich Spinnerin. Hier in Bielefeld, in Jollenbeck hat sie ein Atelier. Bei ihr habe ich es gekauft. Also ich weiß nicht, ob es ihr Label ist. Das ist Merino-Wolle, vierfach, 300 Meter auf 100 Gramm, gefärbt mit Orléans und Cochinelle. Und ja, das ist wirklich eine sehr schöne rote Farbe. Obwohl es Merino ist das Garn so ein bisschen, also wahrscheinlich deutsche Merino. Und das Garn ist so ein bisschen, also für empfindliche Menschen kratzig, sage ich mal. Für mich nicht kratzig. Aber ich wollte halt nur sagen, es ist es ist sehr schön, das Garn, aber irgendwie kam ich nicht so richtig klar damit. Ich glaube, die Zöpfe waren das Problem. Das müsste meiner Tochter immer noch passen. Ob ich das ribbelte? Ach Mann. Ich glaube, ich verzweifle an mir. Ja, ich habe so schöne Projekte. Wieso stricke ich sie nicht zu Ende? Ich behalte das noch ein bisschen. Das Projekt, vielleicht mache ich das noch fertig, weil das wirklich ein sehr schöner Cardigan wäre. Und um euch einfach nur das ganze Ausmaß meiner Multifunktionalität zu zeigen, ich habe hier eigentlich so einen Brotsack. Ich glaube von Chibo damals. Ja, das habe ich mal gesehen. Das ist so ein richtig dickes Baumwoll-Ding. Da drin kann man Brot aufbewahren. Ja, das ist groß. Das kann man schön hinstellen. Ja, also Moment, so kann man das hinstellen und daraus stricken.
da sind keine Taschen drin, aber das ist nicht schlimm. Ja. Und man kann das halt entweder so einfach zuhalten oder wie auch immer. Oder man schlägt das um und da ist so ein Klettverschluss. Ja, also das ist eine super Projekttasche. Und sie hat natürlich nie so viel gekostet, wie manch so eine Projekttasche kostet, die auch sehr schön ist, aber die halt recht teuer ist. So, das geht auf den Cardigan-Haufen. So, dann, um etwas Kleines und Lustiges zu zeigen, was ich auch hier, plane, auch zu Ende zu stricken. Ich habe hier eine Socke unten angefangen aus diesem wunderschönen Garn. Das ist von, wie heißen sie? Laine du Nord. Laine du Nord. Sieht so aus. Meine Beleuchtung ist grausam. So, und das ist halt dieses Watercolor Sock, genau. Die Watercolor Sock Serie, so sollte die Socke aussehen. Ich weiß nicht, für welche Größe das sein soll. Ich bin ja immer noch bei Blau irgendwie. Das ist die Farbe 102. Und die ist einfach nur lustig. Ja, da sind so Regenbogenfarben. Man sieht, es wechselt halt so zwischen Blau, Rosa und dieses Gelb. Das Gelb, ja genau, das Gelb kommt da irgendwann am Fuß. Und ja, da stricke ich so ein bisschen vor sich hin. Das Projekt liegt bei mir in der Küche, wenn ich darauf warte, dass das Wasser kocht zum Beispiel, oder wenn ich irgendwas koche und warte, also und nichts machen muss währenddessen, dann stricke ich so ein bisschen an diesem Projekt. Das wird eine Socke für mich. Ich habe, wie gesagt, unten, ich weiß nicht mehr, ich glaube 20 oder 24 Maschen türkisch angeschlagen, ja, so dass man schlägt ja in der Mitte quasi an und schlägt dann, strickt in beide Richtungen nach oben in Runde, nimmt hier ein bisschen zu, bis man die benötigte Anzahl von Maschen hat. Ich müsste hier 56 Maschen haben. 2, 4, genau, ich habe 56 Maschen. Ja, und ich stricke mit 2,5er Nadel, oder? Ja, mit 2,5 mm stricke ich. Normalerweise oder oft, wie soll ich sagen, also wenn ich Socken für mich mache, ich habe Fußgröße 38, 39. Wenn ich Socken für mich mache, dann irgendwie variiert bei mir ständig die Maschenzahl. Entweder 56 oder 60 Maschen nehme ich, je nach Garn. Bei diesem Garn dachte ich, okay, das ist relativ dünn. Das ist Merino mit Polyamid. Irgendwo steht das ja natürlich. Das ist 75% Merino und 25% Polyamid. Und das ist auf jeden Fall, also diese Merino oder diese Wolle fühlt sich wie so ein bisschen wie Baumwolle an. Sie fühlt sich auch ein bisschen kühl an. Auf jeden Fall überhaupt nicht kratzig. Und wie Baumwolle sage ich, weil sie irgendwie überhaupt nicht flexibel ist. Ja? Also sie ist überhaupt nicht elastisch. Man hört vielleicht habt ihr das gehört, am Geräusch, dass sie ja irgendwie sich nicht dehnt, die gibt nicht nach. Und deswegen habe ich zuerst 60 angeschlagen und dann gesehen, oh oh, die Socken werden mir vom Fuß rutschen. Also habe ich halt einfach die kleinere Maschenzahl genommen, von der, die ich sonst immer nehme. Eigentlich, ja, so ist das. Die werde ich zu Ende stricken. Ich wollte euch auch nur mal ein kleines Projekt zeigen mit erfreulichen Farben. Wobei die anderen Farben sind ja teilweise auch ganz lustig. So, das stelle ich dann also zur Seite. Dann zeige ich noch... Was ist das? Oh Mann. Es ist grausam einfach nur mit mir. Ich zeige 2 Decken und dann machen wir Schluss für heute. So, das zeige ich ganz schnell. Ich stricke hier diese wunderbare Decke. Ich weiß ganz genau eigentlich, wie sie heißt. Das ist dieses Witchop Blanket von Laura Penrose. Das ist diese Decke. Die ist wirklich richtig, richtig hübsch. Und manchmal stricke ich hier weiter und ich bin schon so weit. Es geht nach
Nee, Moment, ich mache das mal anders. So, ich habe unten 1, 2, 3, 4, 5 und dann davon habe ich ja 3 Reihen von diesen 5 Quadraten und dann habe ich noch 3 Reihen mit 4 Quadraten. Ja, ich habe hier also noch so eine Ecke zu gehen. Ich bin gerade, glaube ich, hier, also mache halt hier noch diese Reihe fertig und dann weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich weiterarbeite. Ja, also das wird eine große Decke, entweder für mein Bett oder für das Bett meiner Tochter. Und ja, ich mag sehr gerne das Stricken an dieser Decke. Aber sie ist ja jetzt schon relativ groß. Das heißt, sie ist ja relativ unbequem. Man muss bequem sitzen, um an ihr weiter stricken zu können. Ja, und ich stricke, aber die werde ich auf jeden Fall irgendwann fertigstellen. Ich glaube, ich gucke nachher nach meiner Inventur, aber sie ist ein guter Kandidat für die Fertigstellung als erste der Decken. So, und ich stricke, also die Hauptfarbe ist dieses Ecru von auch wieder Vlies von West Yorkshire Spinners. Das ist noch das alte Etikett, glaube ich. Ich habe zwischendurch mal Vlies direkt aus Großbritannien von West Yorkshire Spinners bestellt gehabt. Oder noch irgendwo aus dem Internet. Und ja, da hatte ich noch die alte Partie erwischt, aber ist nicht schlimm, ist genau das gleiche Garn. Das ist glaube ich, so mit mein absolutes Lieblingsgarn. Das ist ungefärbt, ecru, Natur, komplett Natur und ja, ist einfach nur richtig schön. Und die anderen Farben, die so wechseln, ja, das ist mein Adventskalender, auch BFL, auch aus Großbritannien, aus Edinburgh von Sakami Yarns vom Jahr 2023. Ja, da habe ich ganz verschiedene Farben und so Mini-Stränge und 2 große Stränge gehabt. Und die ja, baue ich da quasi ein. Und ich stricke mit 2 kurzen Nadeln, wo ich einfach nur am Ende diese Maschenstopper draufgesetzt habe von Tulip, meine ich, heißen die auch, also die Firma. Und die Nadeln sind 4 mm von Knit Pro und Rödelwolle oder so. Auf jeden Fall habe ich sie bei Idee der Kreativmarkt, heißt die Kette, gekauft, also in Bielefeld. Ist so ein Bastel und irgendwie so Do-it-yourself-Laden für kreative Menschen. Und ich bin ja kreativ und ich liebe diesen Laden. Und da kaufe ich meistens solche Nadeln. Die sind aus Holz, ich glaube Rosenholz oder so. Oder Ebenholz. Ebenholz müsste es sein, von der Farbe her. Also das ist eigentlich ein Nadelspiel. Ja, also ich habe nicht nur 2 davon, ich habe 5 davon, beziehungsweise kann sein, dass ich mittlerweile sogar 10 davon habe, also 2 Nadelspiele. Und ich habe vor kurzem noch weitere Nadelspiele in dünner und dicker gekauft, weil, wie man sieht, kann man sie nicht nur als Nadelspiel nutzen, sondern auch wunderbar für so Switch-Shop-Blankets. Ja, weil die längste Reihe ist diese Reihe, also diese Diagonalreihe bei diesem Blanket und da passen die Maschen genau richtig auf diese 20 cm Nadelspielnadeln und das strickt sich natürlich sehr, sehr bequem. Und das Garn rutscht sehr schön auf Holz, aber nicht zu viel. Deswegen strickt sich das eigentlich ganz nett. So, also ein guter Kandidat für die Fertigstellung im Februar. Oder zumindest parallel. Ja, bei Decken muss ich natürlich, also ich möchte mir das Ziel setzen, in jedem Monat 3 Projekte fertigzustellen. Aber bei Decken muss ich natürlich irgendeine Abstufung einbauen, weil eine Decke kann ja schon mal einen Monat dauern. So, und das zweite oder das letzte Projekt heute, sowas wie eine Decke, oder die Idee ist, dass ich das als eine Art Tuch, Decke verwende, ist ein Half-and-Half Triangle Strap, an dem ich wirklich seit Ewigkeiten arbeite. Und irgendwie, also ich weiß auch nicht, die anderen Podcasterinnen stricken im Nu 3 davon und ich habe nicht mal die erste beendet. Ja, also ich bin so weit bei meinem ersten Half-and-Half Triangle Strap. Ja, so auf dieser Seite
ist quasi die Schräge, die entsteht. Das sieht man nicht so gut, weil ich einfach nur mitten in der Reihe zu Ende bin oder die Arbeit zur Seite gelegt habe. Ich weiß nicht. Das Garn ist natürlich dünn. Ich stricke von einer Holzgarnkrone und das ist Holz Super Soft. Genau, in Farbe Donkey. 100% Wolle ist das, Non-Superwash, sehr dünn. Ja, ich stricke mit der 325 Nadel, glaube ich. Kann ich so, ja, 325er Nadel. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Maschen ich angeschlagen habe. Ich glaube, ich habe die längere Version genommen, weil das halt alles sehr dünn ist. Und ich wollte das wie eine Art, ja, so Schussdecke, Tuch haben. Ja, das ist die erste Farbe. Die zweite wird Ecru werden. Ja, also ganz klassisch. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe so richtig knallige Rosa und Pink und so. Vielleicht nehme ich dann halt einfach mehrere Farben, also und mache irgendwie so eine Art Übergang, damit die andere Seite ein bisschen lustiger ist. Vielleicht stricke ich sie dann schneller. Aber ich weiß nicht, wann ich das fertigstelle. Vielleicht wird das mein jahreslanges Projekt. Irgendwie. Ja, aber es existiert. Ich will es nicht ribbeln. Wir haben heute also, weiß ich nicht, ob ich heute nicht besonders erfolgreich war, indem ich einfach nichts gefunden habe, was ich ribbeln will. Auf der einen Seite spricht das natürlich für meine Wahl der Projekte, weil wenn ich immer noch nach Jahren diese Projekte haben möchte oder diese Strickstücke haben möchte, dann habe ich mich ja gut entschieden. Jetzt muss ich mich nur entscheiden und das Ganze auch in die Tat umsetzen, dass ich sie zu Ende stricke. Das ist jetzt die Ilona aus der Zukunft, aus dem Tag nach der Aufnahme des Hauptvideos. Mir ist beim Bearbeiten des Videos aufgefallen, dass ich etwas ganz Wichtiges vergessen habe. Und zwar war ich am Wochenende in Detmold, das ist ja in der Nähe von Bielefeld. Und ja, eigentlich waren wir auf der Suche nach Fahrrädern. Wir sind nicht fündig geworden, aber wir hatten einen kleinen, schönen Spaziergang durch die Detmolder Innenaltstadt gemacht und einen ganz spontanen Besuch in Garngeflüster ja, gemacht, abgestattet. Und dabei musste ich entdecken, sozusagen, dass der Laden sich in den vergangenen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel Zeit vergangen ist seit meinem letzten Besuch, aber auf jeden Fall hat sich der Laden total verwandelt. Als ich letztes Mal in dem Laden war, das war vor ein paar Jahren, ja, also ich weiß es nicht genau, wann in der Zwischenzeit die Besitzerin gewechselt hat. In jedem Fall, als ich letztes Mal dort war, gab es so eine Art Zweiteilung. Auf der einen Seite gab es Knitting for Olive Garne, die ich ja sehr, sehr gerne mag. Und auf der anderen Seite gab es aber so die klassischen Sockengarne, die ich weniger mag, beziehungsweise die ich jetzt nicht in der Menge kaufen will normalerweise, in der sie dort präsentiert waren. Und jetzt haben sehr viele Marken, die ich wirklich gerne mag, ihren Einzug gehalten in diesem Laden, also in Garngeflüster in Detmold. Das sind Pasquali-Garne, das sind Mood-Artikel, Petit-Knit-Artikel, das sind Atelier Zitronengarne, also handgefärbte Garne auch und einiges mehr. Die Auswahl ist also, das Sortiment ist also aus meiner Perspektive, beziehungsweise was Garne angeht, die ich gerne kaufe,
breiter geworden. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die das alte Sortiment mochten, jetzt auch noch ja, quasi das finden, was sie brauchen. Aus meiner Sicht ist aber der Laden für mich interessanter geworden. Und ich habe auch Bettina, die neue Besitzerin, nur schriftlich leider kennengelernt, weil, naja, ich hatte meinen Besuch natürlich nicht angekündigt. Ich bin ja jetzt nicht die britische Königin, die, ja, die ihre Besuche ankündigt und dann alle stehen stramm und warten. Das war ein total spontaner Besuch. Ich habe mich deswegen aber umso mehr gefreut, als Bettina sich später bei mir gemeldet hat, um mir zu erlauben, dass sie die Videos, die ich dort aufgenommen habe, in dem Podcast zu zeigen. Und ja, einfach nur zu sagen, wer sie ist und dass wir uns irgendwann mal auch persönlich kennenlernen können. Ich mache das sehr gerne, Bettina, wenn du das gucken solltest. Ich melde mich vorher, also vor dem nächsten Besuch melde ich mich an und freue mich dann auf einen Kaffee mit dir und Gespräche über Wolle und Läden und so weiter. Und ja, euch als Zuschauerin meines Podcasts wollte ich eigentlich nur sagen, in diesem kleinen Einschnitt, dass gleich im Abspann noch die Aufnahmen aus dem Garngeflüster kommen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, jetzt muss ich aber arbeiten gehen. Ich habe den Tag mit der schönsten Beschäftigung, die man sich nur vorstellen kann, angefangen, mit dem Sprechen mit euch und mit Strickzeug. Und jetzt begebe ich mich an den Schreibtisch und ja, arbeite weiter an meinen Kursen für Übersetzerinnen und Dolmetscherinnen. Und euch wünsche ich einen schönen Tag, Nacht, Abend, also die beliebige Tageszeit. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und dass ihr das hier alles ertragt. Und ja, ich freue mich auf eure Kommentare zu der Inventur, also wie ihr eure Strickprojekte festhaltet, dokumentiert und wie, wenn ihr irgendwie auch sehr viele habt, schreibt bitte gerne drunter, wie viele oder ungefähr wie viele. Bei mir ist die Zahl 37 ja auch nicht in den Stein gemeißelt. Das sind wahrscheinlich ab ein paar mehr. Zum Beispiel die Socken, die ich gezeigt habe, die sind da nicht mit drin. Socken notiere ich nirgendwo. Ja, also Socken sind bei mir einfach nur so irgendwie nebenbei. Sie stehen und liegen irgendwo. Und wenn ich sie sehe, dann stricke ich dran. Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.